dann gucken wir doch mal. Jetzt sind wir in der Endstufe quasi, genau. oder? SK2 Clubsport. Ein bisschen modifiziert. Ich mach mal ein bisschen hoch, nicht, dass die Windgeräusche so hoch sind. Genau, wenn man hoch. Ja, das Problem ist bei den Autos, wenn man jetzt schnell fährt oder wirklich immer solche Puls gibt, nicht unbedingt mit Klimaanlage machen, weil das extrem hohe Belastung ist für den Riemen. Und ich hatte das Thema jetzt einmal, dass bei mir der Riemen gerissen ist. Das lag aber nicht daran, sondern dass bei mir eine Umlenkrolle eingelaufen ist. Okay. Die ist aus Kunststoff und die hat mir einen Riemen zerlegt. Und dadurch, dass der kaputt gegangen ist, hat er mir den anderen auch mit kaputt gemacht. Okay. Weil beim M3 sind zwei Riemen verbaut. Der lange Riemen, der den Kompressor mit antreibt, und der andere für die Servopumpe und sowas. Und der hat sich zuerst zerlegt und dann der andere hinterher. Ja, und das war natürlich nicht so spaßig. Aber was kaputt gegangen? Was hat die denn? Nee, kaputt gegangen ist nichts, aber ja, ist halt aufwendig gewesen, das zu tauschen. Man kommt halt schlecht dran. Gerade jetzt nach dem Kompressorumbau ist noch weniger Platz, als es von vornherein schon ist. Ja, das ist echt schon. Ja. Was hast du hier alles umgebaut hier? Ich habe hier das AK Motion Datendisplay drin. Also, ja, ich guck mal hier, machen wir gleich nochmal, filme ich gleich nochmal, dann baue ich das wieder da rein. Genau. Das ist ganz wichtig bei dem Auto, dass man wirklich alle Temperaturen im Blick hat. Ja, ist wie beim M4 dieses Avron, oder? Richtig, das Avron gibt es auch für den M3, nur mir war das zu teuer für die Funktion. Und da gibt es einen anderen, Alex nennt er sich, und der hat dieses Display entwickelt. Okay. Und es passt super rein in die Lüftung, genau wie das Avron-Display, kostet aber nur 350 €. Ja, das ist die Hälfte, genau, für mich waren einfach die Funktionen wichtig, dass ich Ansaugluft-Temperatur sehe, Wasser- und Öltemperatur und natürlich Getriebe. Und, das ist echt gut. Das hat noch ein paar andere Gimmicks, das kann man sich aber mal bei ihm angucken auf der Internetseite. Also wie gesagt, AK Motion Display nennt sich das, Data Display. Ja. Schaut einfach mal rein. Genau, so, dann wollen wir mal schauen, dass wir mal eben unseren Hinterherfahrer mal eben loswerden. So. Geräuschkulisse ist natürlich etwas anders wie beim SK1. Wir fahren jetzt mal ohne Klappe, also Klappe geschlossen. Ja. Und jetzt gehen wir mal voll. Alter, das ist ja krass, das ist ja von der erste. Hammer. Das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du kriegst da richtig einen Schlag so. Ja. Zack. So, jetzt schauen wir mal eben, wo ich meine Fernbedienung für die Auspuffklappe, habe. So, und jetzt machen wir uns mal die Klappe auf. Hört man sofort, ja. Und jetzt haben wir bei geschlossener Klappe, ist es wirklich erträglich im Auto, man hat überhaupt keinerlei Störgeräusche. Ja, das war auch gar nicht laut jetzt. Man hört eher so die Akustik vom Kompressor. Ja. So, jetzt fahren wir mal mit offener Klappe. Ja, hörst du auf jeden Fall. Die Downshifts sind natürlich extrem, gerade jetzt mit Ladedruck. Ist schon geil. War es ein großer Aufwand mit der Umbau vom M4-Anlage? Der Umbau ist etwas aufwendiger, ja, weil die Endrohre müssen komplett angepasst werden, die müssen verlängert werden und das ist wirklich Aufwand. Dann wollte ich das gerne, dass das natürlich alles mit der Originalverschraubung passt und dementsprechend nimmt das Ganze noch mehr Zeit in Anspruch. Die Endschalldämpfer bekommt man relativ günstig, also bei eBay Kleinanzeigen habe ich den, glaube ich, für um die 200 € geschossen, weil wer will schon einen originalen Schalldämpfer haben, ne? Die meisten wollen die Performance-Abgasanlagen haben oder eine Krapovic-Auspuffanlage und da ist man halt eben schnell im vierstelligen Bereich. Naja, klar. Und ja, also für dieses Auto finde ich diesen Umbau sehr, sehr gut. Die Leistung ist auch vorhanden, auch mit der Abgasanlage komplett so wie sie ist. So, jetzt geben wir nochmal einen Pull hier mit Klappe auf. Alter, das ist eine andere Welt, ey. Bremse funktioniert auch. Alter, das ist krass. Das kann man nicht in Worte fassen. Nee. Also jeden Kumpel, den musst du einfach mal mitnehmen. Ne? Das ist eine Beschleunigung. Klar, ich sag mal, das geht annähernd an so einen Porsche Turbo gemachten ran. Ne? Ich sag mal jetzt, wie gesagt, in der Sommerzeit bei 30 Grad macht das Ding so um die 7 Sekunden. Alleine bin ich jetzt am Dienstag nochmal gefahren. Da waren es korrigierte 6,8 und im Winter dann
Ansaugluft-Temperatur von knappe 60 Grad. Also wir waren gerade schon über 60, jetzt geht es so langsam runter Richtung 50 und das ist einfach zu warm für diese Autos. Da ist ganz klar Öltemperatur 110 Grad. Das passt eigentlich alles immer. Wasser- und Öltemperatur, das haut eigentlich immer alles wohl hin, aber eben die Ansaugluft, die drosselt das Ganze. Ja, jetzt sind wir im grünen Bereich. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich, unter 50 Grad, bei 48 jetzt. Aber Öltemperatur bei 108 Grad, ist auch alles im Rahmen. Man hört halt wirklich extrem den Kompressor. Also das ist wirklich Emotionen pur bei dem Auto. Ja, einfach cool. So. Aber du hörst echt wie Darth Vader da vorne. Ja, das ist Darth Vader sein Vater, würde ich sagen. Das ist krank. Ja, also vielleicht können wir nochmal auf das Thema Wartung drauf zugehen. Genau. Wir haben bei den Umbauten, viele denken immer, das sprengt den Rahmen. Was Wartung angeht, ich mache mal kurz die Klimaanlage an, dass wir ein bisschen Luft kriegen. Wartungsmäßig alle 15.000 Zündkerzen, Ölwechsel, man kennt das leidige Problem mit den Lagerschalen. Da sollte man wirklich eben zusehen, dass man die Ölwechsel wirklich, die Intervalle ziemlich früh macht. Das heißt um die 7.000 bis 8.000 Kilometer. Das auf jeden Fall vor 10.000 Kilometer, weil dann einfach das Öl den Schmiergrad nicht mehr hat, als wenn es neu ist. Es verliert ab 10.000 Kilometer Laufleistung wirklich an Schmierwirkung. Und das ist eben das Thema mit den Lagerschalen. Diese sind natürlich auch vorher getauscht worden vor dem Kompressorumbau. Sonst Luftfilter tauscht man alle 10.000 bis 15.000 Kilometer oder wäscht ihn regelmäßig aus. Das geht auch, ist alles schnell demontierbar. Ja, ansonsten, ich sag mal, Reparaturen. Großartig nichts anderes. Hatte ich bisher nichts anderes, richtig. Das ist echt schon krass. Also, das war mir dran, ey. Hammer. Ich zeige euch jetzt nochmal hier das Display im Halter. Genau, das Data-Display, da können wir nochmal eben drauf So, warte mal, ich gucke mal den schönen Aufkleber wieder. Warte mal, ich glaube so. Aber hier seht ihr nochmal die Nummer, oder? Genau, die Seriennummer 643 ist das. Das Kit ist Mitte 2016 verbaut worden. Genau. Das ist einmal das Data-Display. Da können wir auch verschiedene Sachen sehen. Genau. Und dann hast du hier unten oben noch das Navi umgebaut? Genau, richtig. Und zwar hatte ich das alte CCC-Navi drin, weil der Wagen ist ein Vor-Facelift. Achso, dieses CCC ist ja ganz schlimm. Richtig. Also deswegen hatte ich mir auch ein Facelift geholt, weil das Navi war nicht schön. Richtig. Also. Und ich habe dann umgebaut auf das Android-System. Warum? Ich habe bei einer Sammelbestellung mitgemacht, habe das ganze System für 300 € bekommen und habe dementsprechend jetzt Bluetooth-Audio, habe USB-Audio und ich sag mal so, die Bluetooth-Audio-Qualität, die ist nicht so gut, aber es ist ausreichend. Ein bisschen Navigation? Navigation, genau, da macht man dann einen Hotspot über sein Handy und dann hätten wir verschiedene Apps drauf, Google Maps, können so die Navigation verwenden. Das alte System läuft parallel. Also wir können beide Systeme switchen und haben dann ganz normal den Zugriff auf unsere Service-Ansicht zum Beispiel oder allgemein alle anderen Sachen dann. Ne? Das M-Drive zum Einstellen. Also alles ist so wie gehabt, nur eben, dass wir zwei Betriebssysteme gleichzeitig am Laufen haben. Schon ganz geil. Ist auf jeden Fall optisch eine super Aufwertung. Ja, vor allen Dingen, weil das alte, das war ganz schlimm. Also das war auch so ein Grund, wo ich das nicht haben wollte eben halt. Oder? Richtig. Ja, aber es ist schon echt krass. Ja, ansonsten, was habe ich noch gemacht? Schaltwippen umgebaut, etwas größere drin. Können wir vielleicht auch noch mal eben drauf zeigen. Ja, ich zeige euch mal. Oder sonst kann ich mein Handy auch nehmen, blende das dann gleich rein. Achso, mein Akku. Ich habe hier super Stromsparmodus an, weil ich immer so viel Saft habe. Genau, dann haben wir einmal andere Schaltwippen verbaut, die etwas länger sind.
Gibt es auch im Zubehör, meistens bei eBay oder Amazon oder so. Sind die einfach nur gesteckt, also geschraubt, oder? Die sind verschraubt, ja. Da muss der Airbag für raus und dann muss man die schrauben. Okay. Dann habe ich über den Florian den roten Startknopf und die rote M-Taste bezogen. Ja. Der hatte auch eine Sammelbestellung mit uns gemacht. Und, unser Florian, oder? Ja, genau. Liebe Grüße, Flo. Liebe Grüße. Mensch, du bist schon ruhig bekannt, oder? Fame-Meier. Genau, und du sagst immer hier, ich bin hier bekannt, aber ich habe doch gesagt, E92 M3 bist du ganz weit vorne mit deinen. Ja, cool, also so klein ist die Welt. Wie gesagt, ich war jetzt haben wir gerade noch mal geguckt, vor 3,5 Jahren war das zuerst mit den beiden. Und da hatten wir meinen Serienauspuff umbauen lassen, ein Medium-Mod. Und das war richtig, richtig geil, hat schon Spaß gemacht. Da hatte er noch seinen M5 gehabt, von 10. Ich habe einen M5 10-Zylinder gehabt. Das war auch schon richtig geil. Der Sound ist nun mal legendär. Ja, das ist schon richtig, richtig Hammer. Aber das war halt, nach 1,5 Jahren hat sich das Ganze so ausgelebt, habe ich den verkauft. Ja, das hat 1,35 hat es gehabt, oder? Genau, dann hatte ich einen 1,35 danach, dann noch einen M6 und schließlich dann letztes Jahr den G-Power gekauft. Also das ist echt Wahnsinn. Leute, wenn ihr irgendjemand kennt, der sowas fährt, ihr müsst da mal mitfahren. Ja. Also es ist brutal, einfach, das kannst du nicht vergleichen, das sind zwei Autos, zwei verschiedene Autos. Ja. Ja, und im Gegensatz jetzt, wo der Sascha jetzt mit dem SK1 mitgefahren ist, das ist schon deutlich mehr wie der Serien M3, aber der SK2 Clubsport, der legt nochmal wirklich eine Schippe drauf. Das ist schon. Das ist, beim ersten, beim Christoph 7 merkst du von unten, klar, du hast sofort Power, Druck, aber hier kriegst du so einen Punch rein, der schiebt dich noch weiter nach vorne. Das halt nicht nur über, ich sag mal, 2000 oder 3000 Umdrehungen Drehzahlband her, sondern wirklich über das ganze Drehzahlband. Das ist eben der Vorteil beim Kompressor, dass du wirklich über das komplette Drehzahlband die Leistung hast und dementsprechend wird die Charakteristik auch nicht versaut von dem Hochdrehzahlmotor. Warum kauft man sich so ein Auto? Weil man dieses Hochdrehzahlkonzept haben möchte. Und das wird durch den Kompressor halt nicht versaut. Das sehe ich schon. Den Sascha kann ich nochmal ein Diagramm zukommen lassen von Kutzka. Da sieht man das Ganze nochmal, dass man wirklich über das komplette Drehzahlband eine Steigerung der Leistung hat. Das Drehmoment ist ziemlich gleich, aber die Leistung wird immer mehr. Also so wie wir das auch beim Serien M3 haben. Ab 6000 Umdrehungen, da kommt das Ding erst. Also 0 bis 100, also 100 bis 200, das kann ich auch noch reinmachen, das Video, oder? Genau. Das packe ich euch nochmal rein, wo ihr sehen könnt. Genau, das war eine Messung bei um die 10 Grad und das Auto macht das halt immer wieder. Ja. Und ich hatte gleich noch überlegt, wenn wir jetzt nach Hause fahren, dass Patrick ja mal neben mir fährt, ich beschleunige voll und er. Und dann seht ihr mal, was das für ein Unterschied ist, Serie und Endstufe. Ja, richtig. Alles klar, ja. Dann sag ich schon mal danke fürs Mitnehmen, danke für die GTS-Software. Also wer Interesse hat, meldet euch einfach, schreibt drunter hin. Dann gebe ich euch die Nummer oder ich schreibe Patrick dann, dass ihr euch da melden könnt. Richtig. Also wo seid ihr jetzt Umkreisgebiet, was soll ich sagen? Ja, wir sind hier in Lingen im Emsland. Also es ist in der Nähe von Osnabrück. Okay, also eine Dreiviertelstunde von Osnabrück. Genau. Wenn ihr mal Hilfe braucht, auch mit euren Ems, könnt ihr euch jederzeit melden. Also wir haben Software alles da zum Auslesen, haben jegliche Arbeiten an den Ems schon gemacht. Auch was Drosselklappen, Stellmotoren angeht, das ist ja auch eben so eine Sache, die können wir auch besorgen und die auch verbauen, das ist gar kein Problem. Und denkt nochmal an die Motorhaube von Christoph. Genau. Wenn ihr einen weißen M3 habt, am besten. Wenn nicht einen schwarzen, weiß ich nicht, vielleicht kriegt er die günstig lackiert. Weiß aber er möchte gerne eine weiße Aluhaube haben. Und Lackieren ist nicht das Problem, aber eine weiße wäre natürlich. Ja, eine weiße wäre geil. Weil er möchte die Carbonhaube nicht gerne so haben mehr. Und ich finde sie schon geil von der Optik, würde zum Weißen auch richtig gut passen, aber er möchte sie nicht haben. Ja. Und ansonsten, war es das erstmal. Ich werde auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, nochmal hier hinkommen. Machen wir nochmal ein paar Sachen oder so, was auf jeden Fall, wenn es kühler ist, dann... Genau, schreibt einfach mal drunter, was für Fragen zu G-Power, dann beantworten wir die. Und ja, ich bedanke mich erstmal. Danke, dass es geklappt hat. Kein Problem, Sascha. Und hat mich gefreut. So sieht man sich wieder. Kleine Welt, vor 3,5 Jahren. Und ich habe gerade noch das Video gesehen, wo sie meinen Auspuff umgebaut haben. Ja, das haben wir auch noch. Geil. Ja, und dann fahren wir gleich nebeneinander. Dann seht ihr so mal kurz den Unterschied. Und ich sag mal bis gleich. Willst du noch jemanden grüßen? Ja. Nö. Alles klar. Ich hab niemanden zu so geht's das. Mach's gut. Ciao. Ciao. Alter, das ist echt Wahnsinn, Leute. Ehrlich, ich dachte, ich spinne. Du sitzt da drin und du kriegst so einen Schlag in den Nacken, oder?
Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das gleiche Auto ist. Das ist echt der Wahnsinn. Also, das muss man schon mal erlebt haben. Also, ich bin auch super froh, dass das geklappt hat mit den beiden. Vor allen Dingen, dass auch noch beide da sind. 2 GE-Power. Es ist ja Hammer. Freut mich super, ehrlich. Echt coole Leute. Und ich hatte die ja damals schon kennengelernt. War auch schon damals alles geklappt. Patrick macht erstmal schön die Klappen auf. Ach ja, es ist immer wieder geil. Wie bekloppt man ist. Was als Kerl einfach nur Autos, Sound, Beschleunigung. Macht immer wieder Laune. Das ist der Hammer. So Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Kamera ein bisschen anders positioniert und auch den Weitwinkel angemacht, so dass wir natürlich alles drauf kriegen, weil wir wollten jetzt nochmal so machen, dass wir sehen, wenn ich Gas gebe, komplett auf der Autobahn neben ihm, ich glaube, der bleibe stehen. Also das ist bestimmt wie wenn ich stehe und er bleibt dann links und dann gebe ich Gas und Volllast und ja, ich will euch das einfach nur mal zeigen, was das für ein Unterschied ist, Serie und den G-Power SK2. Einfach Wahnsinn, ehrlich. Ich bin gespannt. Ich fühle mich gleich bestimmt wie in der Zeitlupe. So. So, jetzt habe ich die Kamera laufen lassen. Das ist hier Service. Service. Ja, was? So, ich bin echt mal gespannt, Leute, ehrlich. Das ist der Wahnsinn. Also, was Schnelleres so bin ich jetzt auch noch nie, glaube ich, mitgefahren. Oder vielleicht doch, müssen wir mal gucken, es kommt ja nochmal ein Video. Vor allen Dingen muss das so geil sein, das Gefühl, wenn alle immer so, die sich ein bisschen auskennen, denken ja so, ja gut, er hat jetzt G-Power dran stehen. Aber von vorne, das siehst du es ja nicht sofort. Und wenn jemand neben dir fährt, siehst du es ja auch nicht. Und wenn du dann drauf drückst, die denken, ja, der hat ja nur maximal 400 PS. Und dann drückst du drauf, Alter, das muss doch so geil sein. Das ist schon echt Laune, der Wagen. So, ich glaube, so seht ihr es noch besser. Ich muss ja alles mal ausprobieren hier. Das ist dann immer so blöd. Ich will euch das ja alles zeigen eben halt. Ich komme gar nicht hinterher, ey. Es ist auch echt zu warm, dass wir das jetzt übertreiben. Ne? Das ist echt, man hat es gesehen, also ich komme gar nicht vorbei. Das geht aber nicht. Wie soll das auch gehen? Aber echt schon geil, ey. Mein Gott. Da freut er sich, du. Ja, so ist das. Da muss man auch mal mit Niederlagen leben können. Naja, echt schon geil. Ich bin mal gespannt, wenn das Wetter wieder kühl ist, weil wir haben jetzt 37 Grad, vielleicht seht ihr das auch mal im Tacho. Ich kann es auch noch mal reinblenden, aber das ist echt zu warm. Einfach zu shit, das war mal. Das ist einfach zu warm. Tunnelcheck hier. Die GTS-Software haut so rein. Aber ich stehe nur. Ich stehe nur. Das ist echt. Aber es ist auch viel zu warm, ey. Das kannst du auch nicht. Deswegen hatte ich schon gesagt, dass das auch zu warm ist, dass wir es nicht übertreiben und so, weißt du? Ja, aber ich schaue auf jeden Fall nochmal rum, du, wenn du Bock hast. Das machen wir auf jeden Fall. Dann fahr langsam. Lass den Wagen heile. Kein Problem. Das ist gut. Danke dir, aber. Du kommst am besten
ach, was ich nochmal sagen wollte, ich hatte gerade auf der Autobahn einen 40i gesehen. Der ist hinter mir her, war richtig lustig, hat Spaß gemacht, liebe Grüße gehen raus. Du hast bestimmt auch irgendwie ein Leistungskit runtergegangen, 140i, dann kriegst du dieses Leistungskit, oh, hast du was anderes gemacht, weil ich kam ja gar nicht weg, ich glaube wir hatten 270 drauf und richtig geil, hat Spaß gemacht, musste mal gesagt werden. Grüße gehen raus nach Coesfeld, bis dann, ciao, ciao. So, ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. Ja, ich muss das erstmal noch mal sacken lassen. Das war echt super, super geil. Danke Jungs, hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen nach 3,5 Jahren, dass man sich so mal wieder trifft, das ist schon irgendwie witzig. Aber irgendwie cool, freut mich. Und ja, mein erster Eindruck, also die erste Stufe von Christoph, die war schon richtig, richtig gut. Weil, ihr kennt das ja vom E92 M3, du brauchst immer Drehzahl. Du musst immer hochziehen. Und da hat es schon durch den Kompressor von unten sofort den Druck. Also das habt ihr ja gesehen. Das war auch schon richtig gut, weil das kennt man so nicht. Man kennt das erst mal da oben. Das war schon geil. Aber dann die Stufe 2, Alter, die haut dich ja so weg von Patrick. Das ist so, er ist ja extra langsam gefahren, hat Gas gegeben, ich bin da so zurückgegangen. Also richtig so geknallt. Und wenn du so guckst, der geht einfach so durch. Weißt du hast gar keine Unterbrechung mehr. Der schiebt und schiebt und schiebt. Das ist einfach nur Wahnsinn, dass ich sowas erleben durfte. Danke Jungs, war richtig geil. Freut mich wirklich. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, was man da so rausholen kann. Und durch den Kompressor im M3, das sind zwei verschiedene Welten, wirklich. Und ich packe dir auch nochmal das Video von Patrick da rein, 100 bis 200. Ich glaube, es waren korrigiert 5,7. 100 bis 200, 5,7. Müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Normaler M4 hatten wir gemessen 8,8. So 8,5, 8,8. Und der ist mal fast 3 Sekunden schneller. Also hier von JP, der Porsche GT2 RS, der war, ich glaube, knapp unter 5. Unter 5 knapp. Das ist vom Preis und Leistung, wenn man so mal vergleicht, ist echt eine andere Welt. Klar, Porsche ist Porsche, sagt man auch nichts, das ist auch einfach so. Aber so, um das zu vergleichen, aber was das für eine Zeit ist, 5,7 hatten wir da, glaube ich, gesagt. Wahnsinn. Und ja, ich kann es mir super gut vorstellen, also es kommt schon hin. Deswegen schreibt einfach mal drunter, wie euch das Video gefallen hat. Mir hat es super gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln. Die beiden helfen auch gerne, wenn ihr irgendwie in der Nähe wohnt, oder ihr könnt auch gerne mal hinfahren, einen Termin machen, schreibt mich einfach an. Ich gebe euch dann die Nummer weiter und die helfen immer, wo sie können, egal ob jetzt Auspuff, umbauen oder so, codieren. Die GTS-Getriebesoftware hier ist super, kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, hoffe euch hat es gefallen. Danke nochmal Jungs an euch, Christoph und Patrick. Und ich sag mal, über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen, das kommt ja immer. Und ich sag mal, bis die nächsten Tage Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, ciao.